Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um Kali und wie man damit Fehler ausliest und Sachen programmiert. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, worum geht es genau? Im Prinzip geht es um Kali. Das ist der Adapter, also die Hardware, der Dongle und um die Kali-App. Das Ganze in Kombination als System gibt euch die Möglichkeit, an eurem Auto auf ganz einfache Weise Fehler auszulesen, zu verstehen, was sind die Fehler, aber auch zum Teil Sachen zu programmieren, je nachdem, was für ein Auto, was für ein Modell ihr habt. Wie ihr wisst, mache ich das Ganze normalerweise immer mit der Forescan-Software. Die Forescan-Software gibt es als Windows-Version und als App für Android. Und in beiden, mit der kostenlosen Version, kann man Daten auslesen oder Fehler auslesen. Und mit der Windows-Version kann man mit der erweiterten Lizenz, die kostenpflichtig ist, Daten ändern, also Sachen programmieren. Und bei der App ist es so, wenn man die App kauft, kann man nicht nur Fehler auslesen, sondern auch Fehler löschen. Und bei Kali ist es ähnlich mit der kostenlosen Version, also in der kostenlosen Variante könnt ihr viele Fehler auslesen, euch viele Informationen anzeigen lassen und mit der erweiterten Lizenz könnt ihr dann auch Fehler löschen und Sachen programmieren, je nachdem, wie gesagt, was für ein Modell oder was für ein Auto ihr habt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert, was das Ganze denn ist. So sieht der Adapter aus, das ist die ganze Hardware. Funktioniert wie immer nur mit der Original-Hardware, macht euch also keine Mühe und sucht nach irgendwelchen Klonen oder sonstiges, das bringt alles nichts. Original-Hardware mit der Kali-App und dann funktioniert es auch. Ich stecke den mal ein. So, das war es auch schon. Der Adapter ist eingesteckt und als allererstes installieren wir uns die Kali-App. Das Ganze geschieht über den Google Play Store. Dort tragen wir Kali ein, laden uns also die Applikation herunter. Haben wir die Applikation, starten wir sie auch und da haben wir die Möglichkeit, entweder einen Account direkt anzulegen oder erst später. Ich mache das Ganze jetzt hier auf später und wähle jetzt weiter aus und dann werde ich gefragt, was für ein Auto ich habe. Ich wähle also mein Modell aus, also den Hersteller Ford, Focus, Baujahr 2019. Ist das erledigt, müssen wir uns jetzt noch einmal anmelden. Das ist wichtig, denn mit diesem Account ist es so, dass dann halt die ganzen Daten, die wir dann auslesen, bei diesem Account hinterlegt sind bzw. verknüpft sind. Sprich, wenn ich mein Handy neu mache und nochmal die App runterlade, melde ich mich an und habe alle Daten, alle Reports, die ich mal zu irgendeinem Auto habe, in der Kali-App hinterlegt. Das ist richtig gut. Man hat also immer wieder Zugriff auf die Daten. Zeige ich euch später, führt man Änderungen durch, also programmiert man etwas, dann macht die Kali-App zuerst mal ein Backup von den aktuellen Einstellungen und dann werden erst Änderungen durchgeführt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ich dann immer auf den Originalzustand zurück kann. Und auch hier, wenn ich mal mein Handy verliere, kaputt geht, installiere ich mir die Kali-App, logge mich nochmal in meinen Account ein und habe nochmal alle Daten inklusive natürlich meiner gespeicherten Konfiguration für dieses Auto hier. Und dann lädt er auch schon verschiedene Daten runter, also eine ganze Datenbank, die für genau dieses Modell benötigt wird, damit wir die ganzen Funktionen angezeigt bekommen. Wir starten jetzt mal die Kali-App. Ich habe das Ganze hier schon bei mir eingerichtet, um natürlich damit ein bisschen zu spielen und euch mal zu zeigen, was das Ganze denn kann. Wie ihr seht, mein Auto wird hier angezeigt, das Modell, ein schönes Bild, finde ich immer klasse. Das macht optisch was daher und hier unten natürlich, wie ihr seht, ganz viele Funktionen, die uns die Kali-App bietet. Aber fangen wir zuallererst mal an. Wir gehen hier auf Verbinden und verbinden uns zuerst mal mit der Kali-App und dem Kali-Dongle mit unserem Auto. Das ist die Grundvoraussetzung und wie ihr seht, das geht in ein paar Sekunden, die Verbindung ist hergestellt und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich wähle jetzt hier aus alle Features und jetzt zeigt ihr mir an für dieses Auto, was wir für Möglichkeiten haben. Also wir haben die Möglichkeit, eine Diagnose durchzuführen, Live-Motordaten anzuschauen, digitale Garage, dort sind die ganzen Reports hinterlegt, Gebrauchtwagencheck, richtig geile Funktion, erkläre ich euch gleich, und den Service Reset zu machen und grundlegende OBD-Funktionen zu machen. Die interessieren uns momentan nicht, das sind so Basics, die im Prinzip jede App kann. Die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Genau, wenn wir auf Diagnose gehen, sagt er uns, was wir genau machen oder was die App macht. Sie liest Codes aus, wir können dann die Fehler löschen und wir können verschiedene weitere Informationen uns anzeigen lassen. Das Ganze habe ich schon mal gemacht. Wenn wir jetzt hier diese Diagnose durchführen, mache ich jetzt einfach mal, dann läuft das Ganze und er prüft jetzt
alle Module nach und nach ab. Das Ganze dauert ein wenig, weil das Ganze nicht nur grob macht, sondern wirklich ins Detail geht und jedes einzelne Modul abfährt und die Fehler halt ausliest. Warten wir jetzt einfach mal einen kurzen Moment, bis er hier durch ist. Das Scan hat ein bisschen gedauert, aber er ist jetzt durch. 3 Fehler wurden gefunden, so wie es auch am Anfang war. Und ja, sind immer noch die gleichen Fehler. Ich habe sie extra nicht gelöscht. Er zeigt uns an, die Fahrertür und Beifahrertür zeigt einen Fehler an und die Heizung zeigt einen Fehler an. Und ja, wenn wir jetzt auf einen Fehler gehen, ich hole jetzt mal die Fahrertür, dann sehen wir A, um was für einen Fehlercode es sich handelt, und dann sehen wir, ob der Fehler kritisch oder unkritisch ist. Das handelt sich um einen unkritischen Fehler. Und jetzt kommt mit unter anderem der große Vorteil von Kali. Ich kann hier draufdrücken und sehe dann viele Informationen zu diesem Fehler. A, wird mir angezeigt, was für Auswirkungen dieser Fehler hat. Dann, was ist das überhaupt für ein Fehler? Was ist das CAN-System? Also ganz viele Hintergrundinformationen werden mir hier angezeigt, mögliche Fehlerursachen und auf jeden Fall das Wichtige ist, wie prüfe ich jetzt diesen Fehler? Und hier in dem Fall ist es so, dass wahrscheinlich das Modul sich kurzzeitig aufgehangen hat. Sprich, den Fehler löschen wird wahrscheinlich helfen und das war's. Es kann aber auch sein, das steht alles hier drin, dass vielleicht irgendwo ein minimaler Kabelbruch ist oder. Das Einfachste ist jetzt natürlich, den Fehler zu löschen und zu beobachten, kommt er nochmal oder kommt er nicht. Hier oben haben wir noch die Möglichkeit, auf System zu gehen. Dann kriegen wir noch mehr Hintergrundinformationen. Und wir haben hier noch die Zusatzinfos, da können wir uns auch noch mal ganz tief in die Materie einlesen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie zu googeln, in irgendwelchen Foren zu schauen und. All das ist in Kali hinterlegt. Also eine richtige Wissensdatenbank, die mir hier angezeigt wird. Das ist echt richtig geil. Und ja, unten zeigt er mir die Module an, die im Prinzip keinen Fehler haben. Ich kann jetzt hier unten den Fehler löschen. Das mache ich jetzt mal. Und sage Fehler löschen. Fehler werden gelöscht, dies kann ein paar Minuten dauern. Und auch hier steht, prüfe in den 2 bis 3 Tagen, ob die gelöschten Fehler wieder zurückkommen. Und genau das ist es halt. Das ist so, sag ich mal, bei unkritischen Fehlern ist es das Erste, was man macht. Man löscht sie und schaut in ein paar Tagen, kommen sie denn wieder? Oder war das vielleicht ein sporadischer Fehler, weil sich das Modul kurzzeitig aufgegangen hat und einfach die Kommunikation nicht richtig stattgefunden hat? Bei all diesen 3 Fehlern vermute ich, dass nämlich genau das passiert ist. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, erinnere mich in 3 Tagen nochmal, dass ich das Ganze mache. Das ist auch eine der vielen coolen Funktionen. Ich kann nämlich sagen, erinnere mich in 3 Tagen. Und dann erinnert mich Kali in 3 Tagen, hey, da war ja was, lies nochmal dein Auto aus und prüfe, ob der Fehler da ist, ob er weg ist und was jetzt die nächsten Schritte sind. Das ist also das richtig Geile, wenn ich eine Diagnose mit der Kali-App durchführe. Ich kann mir hier die Live-Motordaten anschauen. Ich mache jetzt mal hier die Zündung an und jetzt können wir uns mal was anzeigen. Ich gehe mal auf das IPC-Modul und dann schauen wir uns mal an, welche Daten er mir hier anzeigt vom IPC-Modul. Und wie ihr seht, sind hier ganz viele Daten, die uns angezeigt werden. Viele Daten, steht jetzt NA dabei, weil einfach der Motor nicht läuft. Es sind also keine Daten verfügbar. Aber wie ihr seht, immens viele Daten können hier ausgelesen werden. Hört ja fast gar nicht auf. Unter anderem Batteriespannung, Modulspannungsversorgung und. Hilft mir natürlich auch bei der Fehlerursache. Wenn ich jetzt einen Fehler habe, dann kann ich mir hier die Daten anschauen, fahren, natürlich mit als Beifahrer am besten und mir dann verschiedene Daten anzeigen lassen und schauen, ob vielleicht irgendein Wert nicht stimmt. Und ja, das ist eine richtig coole Sache. Die digitale Garage, das ist ja das, was ich euch gesagt habe. Hier speichert er im Prinzip alle Diagnosen, die wir durchgeführt haben. Wie ihr seht, habe ich hier schon jetzt einige durchgeführt, sind auch alle gespeichert. Ja, kann ich jederzeit drauf nochmal zugreifen. Auch deshalb, der Account ist wichtig, dass ihr euch da einen anlegt. Und dann werden alle Informationen in diesem Account gespeichert. Der Gebrauchtwagencheck, eine richtig geile Funktion. Ich starte den jetzt einfach mal, der dauert auch ein bisschen. Der hilft mir bei einem Gebrauchtwagenkauf. Kali Adapter rein, Gebrauchtwagencheck starten und der überprüft verschiedene Parameter auf Plausibilität. Und dann sagte mir, wurde zum Beispiel an dem Auto irgendwas getauscht? Stimmt der Kilometerstand, der mir vorne angezeigt wird? Hatte das Auto vielleicht einen
Unfall. Also gibt verschiedene Kriterien, die darauf hindeuten, dass das Auto vielleicht ein Unfallauto ist. Und. Das zeigt mir der Gebrauchtwagen-Check an. Richtig, richtig, richtig geile Funktion. Wir lassen das Ganze jetzt mal durchlaufen. Der ist ja gleich fertig. Und ja, er ist durchgelaufen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben jetzt 3 Punkte. Wir gehen jetzt hier Fahrgestellnummer. Er zeigt uns die Fahrgestellnummern vom Motor an und von verschiedenen anderen Modulen. Die müssen natürlich alle übereinstimmen. Ansonsten weiß man, ein Modul wurde vielleicht mal ausgetauscht. Kilometerstände. Stimmen denn die Kilometerstände überein? Also das, was mir hier vorne angezeigt wird, stimmt das überein mit dem, was im Modul hinterlegt ist. Alles gut? Crash-Dateninfo. Hatte das Auto vielleicht mal einen Unfall? Also zeigt überall Nein an und auch die Airbag-Lampe ist aus, also alles gut. Das Auto hatte keinen Unfall. Und ich kann jetzt hier zu den Reports gehen, da komme ich nochmal auf die Übersicht. Und jetzt schaue ich mir jetzt mal diesen Report an. Da zeigt er mir als PDF eine grobe Übersicht an, wann wurde das Ganze durchgeführt, um was für ein Auto handelt es sich und wie ist denn der Zustand. Alles gut, dieses Auto ist also top. Der Gebrauchtwagencheck ist wirklich eine richtig klasse Sache. Dann gibt es hier Service Reset. Da kann ich mir jetzt hinterlegen, genau wie mit der Erinnerung in 3 Tagen, dass ich nochmal die Fehler auslese, wann wurde der letzte Ölservice gemacht. Anhand der gespeicherten Informationen, die Kali ja hat, weiß er, in welchen Intervallen ein Ölservice notwendig ist und erinnert mich dann, einen Ölservice zu machen oder einen Termin zu buchen. Das Ganze geht natürlich auch nicht nur für den Ölservice, sondern auch für die Bremsen, Bremsflüssigkeit und. Also ganz viele Punkte, die ich hier einstellen kann und dann erinnert er mich daran. Ja, aber was ist jetzt mit der Programmierung? Ich habe ja am Anfang irgendwas von Programmierung gesagt. Ja, Programmierung kommt oder ist schon drin. Aktuell nur für den VAG-Konzern und für BMW, also VW, Audi, Porsche, wie sie alle heißen, und BMW. Dort gibt es die Möglichkeit, Stand jetzt schon Sachen zu programmieren oder schon länger. Und die sieht folgendermaßen aus. Ich wähle jetzt einfach mal ein anderes Auto aus, nämlich ein Audi A1. Ich muss jetzt erstmal die Verbindung beenden, sonst kann ich das Auto nicht wechseln, macht ja auch Sinn. Wähle jetzt meinen Audi A1 aus. Wie ihr seht, lädt er jetzt die Daten, die für den Audi wichtig sind. Ich kriege ein schönes Bild nochmal angezeigt. Wie gesagt, das gefällt mir richtig gut. Und wir gehen jetzt mal die Funktionen, die jetzt hier möglich sind. Die ersten Funktionen sind genau die gleichen, die wir haben. Auch unten sind die Funktionen sehr, sehr ähnlich, die wir haben. Hier haben wir noch eine Zusatzfunktion Bremsen, nämlich die Bremsen zu öffnen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Service selber durchführen möchte, also die Bremsen selber wechseln möchte, muss ich natürlich bei der elektrischen Feststellbremse die Bremsen ja öffnen, sonst kann ich sie nicht tauschen. Aber zusätzlich gibt es jetzt hier die Individualisierung. Die hatte ich ja beim Ford nicht. Und hier haben wir dann die Möglichkeit zu codieren. Ja, damit müsste ich mich jetzt mit dem Auto verbinden und da werden dann, wenn ich jetzt auf Weiter drücke, muss er sich zuerst mit dem Auto verbinden, sonst zeigt er mir natürlich nicht an, welche Möglichkeiten er hat. Aber ich habe da die Möglichkeiten, Sachen zu programmieren. Er liest dann die ganzen Steuergeräte aus und dann habe ich auf eine ganz einfache Art und Weise die Möglichkeit, Sachen zu programmieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze denn aussieht bei einem VW Golf Sportsvan. Da habe ich das Ganze nämlich schon mal ausprobiert. Hier auch nochmal, wir verbinden uns mit dem Auto und gehen dann auf die Codierfunktion. Er liest uns zuallererst mal alle Module aus, die das Auto hat, und hat er das gemacht, dann zeigt er uns die Module an, die wir programmieren können. Wählen wir ein Modul aus, sagt er uns, wir sollen als allererstes mal ein Backup des Moduls machen, also sprich die Standardkonfiguration abzuspeichern. Auch hier wird natürlich alles mit dem Account, den ihr erstellt habt, verknüpft, gespeichert, also richtig geile Sache. Und danach haben wir die Möglichkeit, in dem Modul verschiedene Parameter zu ändern. Wie ihr seht, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir jetzt haben, Sachen zu ändern. Ich wähle jetzt mal einfach eine Sache aus, nämlich, dass bei Regen automatisch sich die Fenster schließen sollen. Die wähle ich aus und unten ist dann auch eine kurze Beschreibung, was dieser Punkt oder diese Modifikation macht. Ist das Ganze ausgewählt, kann ich dann das Ganze programmieren über die App. Es kommt noch ein kurzer Hinweis, das Ganze natürlich auf eigene Gefahr geschieht und dass man bitte darauf achten soll, dass die Batteriespannung, also dass die Batterie voll ist und am besten Fall den Motor laufen lässt. Ist das erledigt, wird auch die Programmierung durchgeführt und ja, das war's. So einfach ist die Änderung. Und
jetzt zeige ich euch auch, dass das Ganze funktioniert hat, ist jetzt im Infotainment-System der Punkt hinterlegt, den wir jetzt ein- oder ausschalten können, je nachdem, wie wir es gerne hätten. Vorher gab es diesen Punkt nicht, jetzt haben wir ihn einprogrammiert und können ihn auch aktivieren. Wie ihr seht, super einfach, und das Gute ist, diese App ist wirklich für jeden gedacht. Also für diejenigen, die sich noch mit dem Auto noch nicht wirklich auskennen, haben wir hier immens viele Informationen gespeichert, die uns auch helfen, ja, einige Sachen durchzuführen, also Fehler auszulesen. Oder hier ist auch hinterlegt ein Leitfaden, wie mache ich etwas? Also wie messe ich jetzt zum Beispiel den Ölstand richtig? Im kalten Motorzustand, im warmen Motorzustand oder, ist alles hier hinterlegt. Für die Leute, die das Ganze natürlich schon wissen, ist es nice to have, aber für die Leute, die sich halt nicht auskennen, die können hier im Detail nachschauen, ohne jetzt Internet oder Foren halt durchforsten zu müssen. Und ja, für diejenigen, die sich halt mehr mit dem Auto auskennen, hat die App natürlich auch einiges zu bieten. Fehler auslesen, Fehlercodes, Hintergrundinformationen zu diesen Fehlercodes und. Ja, eine richtig coole App. Also ich freue mich schon richtig geil, mit der App hier weiter Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ich verlinke euch das wie immer unten in meiner Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ansonsten geht direkt auf die Kali Homepage und schaut euch an, was die dort alles anbieten, was für euer Modell denn alles möglich ist. Wie gesagt, je nachdem, was für ein Fahrzeug ihr habt, hat man mehr oder weniger Funktionen, wobei die kontinuierlich halt erweitert werden. Alles klar, das war's zu diesem Thema, zu Kali. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.